Kann es sein, dass so viele Leute so unzufrieden sind mit ihrem Leben, dass sie sowas machen müssen, um glücklich zu sein? Das Ziel der Reise war im Endeffekt das Nordkap und dabei wollten wir eben nicht mit dem Flugzeug zurückfliegen. Auf dem Hinweg wollten wir relativ viel roughe Landschaft mitnehmen und am Rückweg dann einfach, wie es uns treibt. Und mit diesem Plan sind wir einfach losgefahren und haben auch die Einstellung von Anfang an gehabt, wenn es nicht klappt, dann planen wir um. Wer sind wir? Ich bin Franzi und ich war mit meinem Freund Jan unterwegs. Wir fahren beide sehr, sehr gerne Rennrad und hatten einfach das Bedürfnis, einmal rauszukommen, raus aus diesem Alltag, raus aus Studium, raus aus der Arbeit. Wir wollten einfach wieder Fahrrad fahren. Und nicht Fahrrad fahren, um auf Strava irgendwelche Kilometer zu sammeln, nicht Fahrrad fahren, um irgendwelche Wattzahlen oder irgendwelche Segmente zu erreichen, sondern einfach, weil wir Fahrrad fahren wollen. Weil das im Endeffekt das ist, was wir lieben. Schmeckt's? Heute waren sehr viele gerade Straßen, Fahrradweg, gerade durch den Wald, Aerobars und Ballern. Ja, und dafür haben wir jetzt diesen wunderschönen Spot gefunden. 2 Schlafhütten, Feuerplatz. Wir hatten mit vielen Dingen zu kämpfen. Ich glaube, das Hauptding, das uns runtergezogen hat, war die Strecke. Uns war klar, dass vermutlich die Straßen sich ein bisschen verändern zu dem, wie wir es aus Deutschland kennen. Doch das Problem in den ersten Tagen war einfach, dass Wege nicht da waren. Wir sind durch Wiesen gestapft, über Schotterfelder haben wir die Räder getragen. An Tag 1 sind wir nach 100 Kilometern zum Schluss gekommen, weil wir so viel geschoben und getragen haben, dass wir einfach nicht vorangekommen sind. Und es sind natürlich Dinge, wo man jetzt meinen könnte, okay, wir sind naiv rangegangen, es war wohl klar, dass wenn man viel Schotter einplant, dass es dauert. Und uns war klar, dass wenn wir Gravel fahren, dass wir langsamer fahren werden als wie auf der Straße. Es hat einfach mit unseren Erwartungen nicht zusammengepasst. Ja, und dann gucken wir, dass wir ein bisschen Strecke machen. Ja, wenn die nächste Woche wirklich so warm ist. Kekse und Cola und Kräuterbaguette. Sehr gut. Am Angebot. Kann es sein, dass so viele Leute so unzufrieden sind mit ihrem Leben, dass sie sowas machen müssen, um glücklich zu sein? Ich wurde ziemlich traurig, weil ich gelesen habe, dass an dieser Hütte schon einige Menschen waren, die ins Nordkap radeln. Und ja, jetzt kann man sich fragen, warum ich deswegen traurig geworden bin. Einfach weil so viele Leute schreiben, dass sie mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, dass sie keinen anderen Ausweg wissen, dass sie raus müssen aus ihrem Alltag.
und diese Tour machen müssen, um wieder glücklich zu sein oder um sich wieder selbst zu finden. Und natürlich ist es schön, dass diese Leute diese Tour machen, nur finde ich einfach den Fakt traurig, dass es so viele Leute in unserer Gesellschaft gibt, die raus aus ihrem Alltag müssen, weil sie sonst nicht glücklich sind, weil sie sonst nicht zufrieden sind, weil sie sonst sich in diesem Rhythmus, in diesem Leben, in ihrem Tun einfach verlieren. Und ich finde es schade, dass es so viele Leute gibt, die damit Probleme haben. An Tag 7 oder 8 haben wir uns so ein Cottage geholt. Från nordväst genererar en zon här med. Nachdem wir an Tag 1 gemerkt haben, die Route, so wie sie geplant haben, wird nicht funktionieren, haben wir von Tag zu Tag zu Tag, jeden Tag aufs Neue, jeden Abend aufs Neue die Route für den nächsten Tag geplant. Und uns war klar, dass es so nicht weitergehen kann. Und deswegen haben wir gesagt, so zack, ein Tag Pause und wir planen jetzt die Route durch. Weil sonst, wenn wir ziellos durch die Gegend fahren, dann kommen wir nicht mehr an. Deswegen haben wir einen neuen Plan entwickelt und haben gesagt, wir fahren über Schweden zu den Lofoten, dann an der Westküste hoch zum Nordkap und über Finnland zurück, wobei wir in Finnland knapp 1000 Kilometer mit dem Zug abkürzen, damit wir eben in den geplanten 6 Wochen wieder zu Hause sind. Manchmal hat man auch zu viel Ansprüche an sich selbst und an das, was man vorhat und setzt sich zu hohe Ziele. Manchmal ist es gut, sich zu hohe Ziele zu setzen oder Anspruch an sich zu haben. Aber zu viele Ansprüche machen es halt auch schwierig. Ein Moment, in dem wir aufgeben wollten, ist bei mir sehr prägnant in meiner Erinnerung geblieben. Und zwar hatten wir uns dazu beschlossen, unsere Mäntel zu tauschen. Man könnte meinen, einfache Sache, stellt sich aber raus, war nicht so einfach. Soll ich's rein? Ich habe mit meinem Fahrrad angefangen und inzwischen wissen wir, dass meine Felgen aus irgendeinem Grund Schwierigkeiten machen, Reifen aufzuziehen, bzw. Mäntel aufzuziehen. Und dadurch, dass wir in dem Moment, wo wir die Reifen tauschen wollten, vermutlich beide ein bisschen gestresst waren, ein bisschen fertig waren, die Sonne hat geschienen, es war heiß, war das einfach eine Situation, es hat nicht funktioniert, wir haben diese blöden Mäntel da nicht drauf bekommen und da hat sich einfach, glaube ich, zu viel angestaut und es war einfach so dieser letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und da haben wir gesagt, das war's, adieu Schweden, wir fahren nach Hause. Schon die Kleinen gehen.
toll. Also nachdem wir den gestrigen Tag mit verbracht haben, unsere scheiß Laufräder zu wechseln, damit wir dann Straße fahren, sind wir zuerst auf Sand gelandet. Das ist auch scheiß Sand zwischen meinen Zähnen, meinen Socken. Aber wir hatten das Glück, erst als wir dann auf der Straße waren, hat es angefangen zu regnen. Jetzt stell dir mal vor, es hätte geregnet, während wir in dem Sand gewesen wären. Da hätte ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Deswegen Glück gehabt. Aber altbekanntes Problem, meine Arschrakete lutscht mir wieder auf. Ich habe ein schönes Loch unten drin. Das hat mich gerade derbe abgefuckt. Ich habe keine Trinkblase mehr. Die ist kaputt. Ja. Der Regen an sich ist nicht schlimm, nur ich finde die Autos ein bisschen sketchy. Was machen wir gerade? Essen Essen. und vom Wind verstecken. Geht halt Wind. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Jan, what's happening? Es regnet. Echt? Von jetzt auf gleich. Von jetzt auf gleich? Ja. Okay. Wir haben uns gerade noch ganz fix unter so einem Mini-Überdach gerettet. Wirklich trocken bleibt man nicht. Die Räder stehen voll im Nassen. Aber hey, so ist das Leben. Wir haben gerade gesehen, dass es stockfinster ist hinter uns. Wir dachten uns, okay gut, wir bereiten uns schon mal vor, Regenjacken raus. Ja. Und von jetzt auf gleich war auf einmal voller Regen da. Laut Regenradar soll das relativ schnell wieder aufhören. Aber you never know. Und jetzt hoffen wir mal, dass es wieder nachlässt. Ja, Jan hat sein Handy vergessen. Upsi. Es hat jetzt gerade, wo wir angekommen sind, angefangen zu regnen. Wir haben ganz viel Glück gehabt im Endeffekt. Wir haben unser kleines Zelt aufgebaut, so bedingt überdacht. Aber man sieht am Boden, noch ist unser Zelt im Trocknen. Stechen dich halt auch durch die Hose durch.
alle Probleme gelöst haben, neue Reifen, unser Tief überkommen haben, hatten wir endlich einen freien Kopf und konnten im Endeffekt nach knapp 2 Wochen so wirklich uns auf diese Reise einlassen und haben uns einfach darüber erfreut, dass wir gerade zusammen mit unseren Rädern in Schweden sind, auf dem Weg nach Norwegen, zu den Lofoten. Oh mein Gott. Fuck. Sich die Leute hier alle anschaut, die jetzt alle nachher in ihren Campern über die Straße fahren werden, so eingepackt in ihren Campern, warm und kuschelig, und wir erleben die Natur halt wirklich. Ist doch viel cooler. Also natürlich ist es manchmal nicht so lustig, weil es kalt ist oder nass. Vor allem jetzt ist es gerade sehr nass und heute Abend wird auch sehr nass. Aber du erlebst die Natur, du riechst sie, du schmeckst sie, du bist einfach hautnah dran. Es ist viel, du fühlst dich, es ist ein viel freieres Gefühl. Das ist irgendwie, ja, irgendwie finde ich, freue ich mich jetzt gleich, da mit dem Fahrrad durchzugurken durch den Regen.
hatten wir eine Vorstellung davon, wie es werden soll. Und wie das so oft ist, hat sich unsere Vorstellung nicht mit der Realität gedeckt. Und dann hieß es halt anfangs einmal, wie geht man damit um? Was verändert man, dass wir trotzdem noch unsere Reise daraus machen können, die wir uns vorgestellt haben, die wir uns ausgemalt haben, von der wir geträumt haben. Und wir hatten mit vielen Problemen zu kämpfen, die uns allerdings gezeigt haben, dass es einfach immer Hürden gibt, die man bewältigen muss. Ob jetzt im Alltag, ob jetzt auf der Reise, die einen aber auch irgendwie stärker machen und vielleicht auch wieder daran erinnern, warum wir das eigentlich tun. Durch Nös oder so durchgefahren und davor durch Bö. Und jetzt sind wir hier. Da vorne ist so ein lustiger Vogel, der macht lustige Geräusche. So einen langen Schnabel. Und ich esse Fertigtomatensuppe mit Mienudeln. Kann ich empfehlen. Es ist 23 nach 18 Uhr. Wir sind seit 7 Stunden und 18 Minuten auf dem Fahrrad. Plus die Zeit, die wir auf der Fähre verbracht haben, plus die Zeit, die wir auf die Fähre gewartet haben, plus die Pausen, die wir gemacht haben, weil manchmal macht man halt Pausen im Leben. Over and over. Das ist Erdbeer, das andere ist Himbeer. Ich weiß noch an dem Tag, ich war total fertig, ich wollte einfach nur noch ankommen. Und dann kommt dieser Anstieg mit 400 Höhenmetern. Und ich dachte mir nur so, ich bin raus. Und dann fahren wir da hoch und dann sehen wir diesen Ausblick. Und es war einfach, in dem Moment habe ich mich einfach so sehr gefreut, dass wir hier sind, dass wir das gemacht haben. Und ich glaube, es wird kalt heute Nacht. Das ist jetzt schon arschkalt. Und hier oben wird heute Nacht, glaube ich, noch kälter. Aber hey, wir haben diesen Blick. Was erlebst du nicht häufig? Und dieses Gefühl, da oben zu stehen und sich zu denken, ich bin dahin geradelt, mit meiner eigenen Kraft, mit meinem eigenen Willen. Und ich habe mich durchgebissen. Es war einfach ein unglaubliches Gefühl, da zu stehen und sein Zelt aufzuschlagen und das einfach zu genießen.
Und irgendwie, seitdem wir in Norwegen sind, habe ich nicht mehr wirklich so Spaß dran. Irgendwie ist es gerade nur noch so ein, ich will da jetzt ankommen, weil das ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Und es ist so traurig, weil ich gerade einfach nur noch warte, dass wir da oben sind, damit wir endlich von hier wieder weg können, weil ich bis jetzt fahrradtechnisch keine so schöne Erinnerung habe an Norwegen. Und jetzt noch kurz vorm Ende diese Scheiße zu erleben, macht es irgendwie nicht besser. In dem Moment war ich sehr gefrustet, einfach weil ich im Endeffekt in dem Moment einfach nur noch ankommen wollte. Und dann werden einem so kurz vor dem Ziel solche Steine in den Weg gelegt. Dieser Wind, das war nichts, was ich jemals erlebt habe. Es sind so viele Touris an uns vorbeigefahren mit ihren Campern. Wir haben unsere Räder an der Straße geschoben und ich wollte zwar nicht mitgenommen werden von irgendwem, aber ich hätte mir gewünscht, dass irgendjemand so viel Herz zeigt und stehen bleibt und fragt, ob alles okay ist oder ich weiß nicht, ob es zu viel verlangt war, aber irgendwie war das in dem Moment einfach zu viel. Wenn du die ganze Zeit auf dem Fahrrad sitzt und einfach nur noch dieses Ziel vor Augen hast, anzukommen. Ich finde schön, wie stolz hier alle sind, dass sie hier sind. Wo wir die wahre Arbeit geleistet haben. Peace out. Oh Gott. Ja, eigentlich will ich nur noch hier weg. Also die Emotionen, die ich mir gedacht habe, die hier aufkommen, die haben sich schon pur in Hass umgewandelt. Aber ich sagte, das war gerade das Beste an allem, weil es war einfach, es war ein richtig geiles Karamell. Da hattest du noch so einen Schoko-Cookie-Keks außenrum. Das war einfach gerade genau das, was ich gebraucht habe. Da ist halt, wenn da viele Autos sind, ist es halt verdammt laut und einfach uncool. Und deswegen sind wir eben heute so früh da durchgefahren. Und dann schlafen wir halt jetzt eben, keine Ahnung, 10, 15 Kilometer wieder vor dem anderen Tunnel. Dann können wir halt eben morgen wieder in der Früh halt durch den Tunnel durchfahren, dass wir halt da wieder ein bisschen Verkehr haben. Allerdings habe ich eine Erkenntnis gemacht, dass es eben nicht nur das Fahrradfahren ist, nicht nur das Ankommen, sondern einfach die Dinge, die man am Weg erlebt. Das war schon cool. Ich hätte gerne wieder dieses Keks, diesen Cookie-Keks-Eis. Das war geil.
dein CO2 Kartusche holen. Bästa passagerare, vänligen ha biljetten framme och länkarna till bilbiljetten öppna samt eventuella rabattintyg. I stand beneath your song, your moon. The night would pass, my darling, soon. The wild dogs bark, but wait, stand still. They'll chase you down, but we don't kill. The gray seems grayer in your eyes, the bright shade of your bluest light. You say everything, everything, everything's just perfect. Everything, everything, everything's fine. You say everything, everything, everything's just perfect. Everything, everything, everything's fine. From day to day, I see it more up in the clouds, down on your floor. How fleeting was what we once had. Our tears, the rain, your heavy blood. You say everything, everything, everything's just perfect. Everything, everything, everything's fine. You say everything, everything, everything's fine. You say everything, everything, everything's just perfect. Everything, everything, everything's fine. Everything's perfect. Im Endeffekt ging es viel schneller als gedacht. Es war eigentlich auch schon fast komisch, nicht mehr unterwegs zu sein, draußen zu schlafen, morgens sein Zeug zu packen, Fahrrad zu fahren, Essen zu kaufen, ganz viel Scheiße zu essen, abends einen Zeltplatz zu suchen. Es hatte was und ist einfach nur da gewesen, um weiterzukommen und nicht um irgendwas zu erfüllen, Erwartungen, Aufgaben. Nein, im Endeffekt war man einfach da, um den Moment zu genießen. So blöd viele Situationen waren und so schmerzhaft, physisch, psychisch manche Dinge auch waren, im Endeffekt ist es eine Sache, die für immer bleibt und die uns keiner nehmen kann und auf die ich mit Stolz und auch mit Achtung auf uns selbst zurückblicke und ich mich einfach selbst immer wieder gerne daran erinnere. Und ja, das ist was Besonderes. Und das kann uns keiner mehr nehmen, diese Erinnerungen, diese Erfahrungen. Ja, war schon eine intensive, aber gute Zeit. You say everything.